Das ist das Motto für heute, angeblich von Napoleon Bonaparte, der gesagt haben soll, eine gute Zeichnung ist besser als eine lange Rede. Kennt man auch unter ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Also das Motto, ich wollte eigentlich immer schon mal einen Vortrag machen, in dem ich es schaffe, komplexe Inhalte rüberzubringen, ohne überhaupt Worte zu benutzen und geschweige denn Formeln, sondern nur tolle Grafik und Animationen. Das wird mir heute auch nicht ganz gelingen, aber ich verspreche Ihnen, es kommen relativ viele Bilder und ziemlich wenig Text und keine Formeln, falls Sie davor Angst haben, obwohl Formeln nichts Schlimmes sind. Und es kommen, wie gesagt, auch bewegte Bilder. Ich habe ein paar Programme dafür geschrieben, habe ich letztes Jahr ja auch gemacht. Das Thema heute soll sein 4 Probleme. Ich habe mir einfach mal 4 ungelöste Probleme aus dem Bereich der Mathematik rausgepickt, die, wie ich finde, interessant sind, aber ich habe sie auch aus anderen Gründen ausgewählt. Probleme, ungelöste Probleme. Bei mir war es zumindest so, als ich promoviert habe in Mathematik, habe ich öfter mal mit Bekannten gesprochen und die haben gesagt, was machst du eigentlich so? Und dann kam irgendwann die Frage, Mathematik, was gibt es denn da eigentlich noch zu forschen? Das weiß man doch eigentlich alles, 2 plus 2 ist 4 und so weiter, ist doch eigentlich alles klar. Das ist natürlich nicht so. Wenn Sie bei mir in Mathe 2 sitzen, wissen Sie, dass 2 plus 2 nicht immer 4 ist zum Beispiel. Und es gibt eine ganze Reihe von ungelösten Problemen. Man kann die so ein bisschen einteilen nach ganz, ganz schweren Problemen, bei denen schon die Erklärung des Problems ein ganzes Mathematikstudium erfordert. Es gibt aber auch ganz schöne Probleme, die man erklären kann, im Prinzip fast jedem Kind. Und sowas in der Art habe ich rausgesucht, nicht, dass ich denke, sie sind auf dem Niveau von Kindern, das meinte ich jetzt nicht so, aber welche, die man leicht erklären kann und die man grafisch darstellen kann. Bevor ich anfange, würde ich aber gerne, weil es ja bald Weihnachten ist, 5 Minuten philosophieren, um so ein bisschen klarzumachen, in welchem Setting sich das Ganze eigentlich abspielen soll. Es ist nämlich so, dass ich eigentlich immer so ein bisschen leide hier, weil ich mache gern Mathematik, deswegen habe ich auch Mathematik studiert und ich halte hier Mathematikvorlesungen vor Leuten, bei denen ich mir eigentlich sicher bin, dass die fast alle am liebsten irgendwas anderes hören würden. Egal was, irgendwas anderes, Hauptsache nicht Mathe, aber sie müssen hier halt irgendwie durch, weil sie diesen blöden Schein machen müssen. Und ich versuche ihnen das immer so ein bisschen genehm zu machen, indem ich ihnen zeige, wofür man das denn gebrauchen kann, warum sie Mathe machen. Und dann zeige ich ihnen irgendwelche Anwendungen, wie das vielleicht später mal in der Informatik oder so benutzt wird. Was mir widerstrebt, weil das ist nicht der Grund, warum Mathematiker Mathematik machen. Die machen das eigentlich aus anderen Gründen. Und darum habe ich das mal angefangen mit der Frage, worum geht es eigentlich in der Mathematik? Was ist Mathematik und womit beschäftigt sie sich? Das soll dann auch so ein bisschen auf die Probleme hinführen, die wir uns anschauen werden. Also was ist Mathematik eigentlich, könnte man auch fragen. Und ich habe gerade vor kurzem da was in der FAZ drüber gelesen und da hat der Autor ungefähr das Folgende gesagt. Ist Mathematik eine Naturwissenschaft? Könnte man zunächst denken, weil die Naturwissenschaftler ganz besonders viel Mathematik einsetzen. Die Physiker sind da ganz groß, aber auch Chemiker, Biologen und so weiter. Aber natürlich ist Mathematik keine Naturwissenschaft, weil Naturwissenschaft bedeutet ja, dass man Objekte aus der Natur empirisch untersucht. Und das macht die Mathematik ja nicht. Die wird eingesetzt von Physikern, von Chemikern und so weiter. Und gerade die Physiker haben die Mathematik auch wirklich sehr viel weiterentwickelt, weil sie teilweise noch gar nicht so weit war, wie die Physiker sie gern gehabt hätten. Aber die machen nicht Mathematik, sondern die setzen die ein als Werkzeug. Darum ist Mathematik sicherlich keine Naturwissenschaft. Wenn Sie zum Beispiel an einer amerikanischen Hochschule sind, dann heißen die Fachbereiche meistens sowas wie Sciences and Math. Also das wird dann rausgenommen aus den Sciences, weil es halt nicht dazugehört. Man könnte denken, dass die Mathematik vielleicht den Geisteswissenschaften zuzurechnen ist, wobei der ganze Begriff Geisteswissenschaften eigentlich eher so aus dem deutschen Sprachraum kommt. Deswegen Geisteswissenschaft, weil in der Mathematik man sich ja eigentlich nur mit Dingen beschäftigt, die in unserem Geist passieren. Sie können alles mit Papier und Bleistift machen und beschäftigen sich die ganze Zeit nur mit Dingen, die in Ihrem Kopf rumrotieren. Darum würde der Begriff Geisteswissenschaft schon passen, aber natürlich ist es keine Geisteswissenschaft. Das wissen wir ja alle, weil dazu andere Dinge gezählt werden und normalerweise nicht die Mathematik. Ingenieurswissenschaft vielleicht? Sicherlich auch nicht, würde man sofort den Kopf schütteln.
In der Ingenieurswissenschaft geht es um Produktion, Technik und so weiter. Es gibt aber da natürlich auch sehr viele Parallelen, genau wie die Naturwissenschaftler setzen die Ingenieure sehr viel Mathematik ein. Und bei beiden ist gemeinsam, dass sie sich sehr dafür interessieren, Methoden zu entwickeln, mit denen man irgendwas clever machen kann. Da sind sich schon Ingenieure und Mathematiker einig. Aber es ist sicherlich keine Ingenieurwissenschaft. Der letzte Vorschlag, der in diesem FAZ-Artikel stand, war, gehört Mathematik vielleicht zu den Künsten? Da werden jetzt einige von Ihnen den Kopf schütteln und sagen, jetzt spinnt er völlig, aber das ist gar nicht so abwegig, weil eigentlich alle großen Fortschritte in der Mathematik, alle neuen Erkenntnisse sind entstanden deswegen, weil die Leute, die diese Fortschritte hervorgebracht haben, sehr kreativ an etwas rangegangen sind. Sie brauchen unglaublich viel Kreativität, um neue Mathematik zu erzeugen. Um existierende Mathematik zu reproduzieren, brauchen Sie nicht so viel Kreativität. Das ist leider das, was meistens in der Schule passiert. Aber neue Mathematik oder auch schon existierende sich selbst erschaffen, ist ein kreativer Prozess. Und übrigens nebenbei, was auch viele Leute überrascht, die meisten Mathematiker legen in ihren Veröffentlichungen und in Beweisen sehr viel Wert auf Ästhetik. Also Mathematik wird, ob sie gut ist oder schlecht, häufig danach bewertet, ob zum Beispiel ein Beweis und eine Begründung ästhetisch ist. Darum, es gibt auch Verbindungen dazu, aber irgendwie stimmt das alles nicht. Es passt zu keinem dieser 4 großen Bereiche. Man kann jetzt so ein bisschen rumgucken, wenn Sie im Internet schauen, dann finden Sie manchmal solche Beschreibungen wie Strukturwissenschaft oder Formalwissenschaft, was ich nicht so überzeugend finde. Wenn man mal so genau guckt, was damit eigentlich gemeint ist, dann sind das, wenn Sie mich fragen, ist Formalwissenschaft nur ein anderes Wort für Mathematik im weiteren Sinne. Also da hat man eigentlich nichts mit gewonnen, außer dass man ein anderes Wort dafür gefunden hat. Darum ist es vielleicht interessanter zu fragen, womit beschäftigt sich die Mathematik eigentlich? Das führt dann auch auf diese Probleme, die wir uns anschauen werden. Die meisten Leute werden sagen, mit Zahlen. Da geht es aber eigentlich schon los, weil, haben Sie schon mal eine Zahl gesehen? Wenn ich jetzt gesagt hätte Orange und ich hätte Ihnen da ein Bild von einer Orange hingepackt, dann hätten Sie sagen können, das, was Sie da auf dem Beamer zeigen, ist keine Orange, das ist nur ein Bild von einer Orange. Aber Sie haben alle schon mal eine Orange gesehen. Aber keiner von Ihnen hat jemals eine 7 gesehen. Sie haben, das haben Sie schon mal gesehen, das ist das indische Zahlzeichen für 7. Sie haben vielleicht auch schon die römische Art gesehen, das zu schreiben. Sie haben die 7 als Wort gesehen. Sie haben das gesehen, wenn jemand das als Strichliste macht. Das da unten links ist das japanische Schriftzeichen für 7. Das ist nochmal in Blindenschrift. Aber das sind ja alles nur Symbole für ein abstraktes Konzept. Es gibt keine 7, die läuft hier nicht rum, die kann man nicht anfassen. Also schon bei diesen ganz grundlegenden Dingen geht es um etwas, was ein rein abstraktes Konzept ist. Und das wird ja noch schlimmer. Das nächste, womit sich Mathematiker beschäftigen, sind solche Dinge wie Punkte. Und ich vermute mal, dass wenn Sie weiter hinten sitzen, Sie diesen Punkt nicht mal sehen können. Da ist er. Ich habe den extra so klein gemacht, weil die Punkte, über die Mathematiker nachdenken, die haben ja weder Länge noch Breite. Das heißt, man kann die eigentlich überhaupt nicht zeichnen. Ja? Das ist auch wieder ein rein abstraktes Konzept. Die Punkte, über die wir Mathematiker nachdenken, die gibt es nicht. Aber erst mit denen macht es sozusagen richtig Spaß, über Punkte nachzudenken, denn sonst haben sie irgendwelche unförmigen Steine, die sich nicht so verhalten, wie sie eigentlich wollen. Und dann kann man über solche Dinge reden, wie zum Beispiel Kreise. Richtige Kreise gibt es auch nicht. Sie können natürlich alle möglichen kreisrunden Sachen sich fabrizieren und Sie können das auch sehr präzise machen, aber wenn Sie genau genug nachmessen, werden Sie feststellen, das ist gar kein Kreis. Denn ein Kreis ist ja etwas, bei dem auf dem Rand alle Punkte den gleichen Abstand vom Mittelpunkt haben. Das werden Sie nie hinbekommen in der wirklichen Welt. Im Kopf können Sie das hinbekommen und wir können alle über Kreise reden und denken dann hoffentlich alle dasselbe, aber es ist nicht etwas, was man empirisch untersuchen kann. Und ich will das jetzt gar nicht weiter fortsetzen, dann gibt es, das wussten schon die alten Griechen, Sie können Dreiecke hinmalen, ganz einfach, bei denen man weiß, wenn Sie die kurze Seite messen können, können Sie die lange Seite nicht messen, wenn Sie die lange Seite messen können, können Sie die kurze nicht messen. Wird jeder Ingenieur sagen, was für ein Schwachsinn. Natürlich kann ich die beide messen, aber mathematisch gesehen können Sie nur eine von beiden messen, weil garantiert eine von beiden Seiten irrational ist. Darum kann man sie nicht genau messen. Bis hin zu solchen Dingen wie irgendwelchen, das ist zum Beispiel die Kleinsche Flasche, eine sich selbst durchdringende dreidimensionale Fläche, die man eigentlich nur im vierdimensionalen Raum darstellen kann. Da kann man wunderbar drüber reden, aber gibt es die? Nein. Und die Krönung von dem Ganzen ist dann, sind dann die ganzen verschiedenen Varianten des Unendlichen, die immer wieder in der Mathematik auftauchen. Das sind alles
verschiedene Zeichen, die für Unendlichkeit benutzt werden, diese umgekippte 8 oder das C für Kontinuum, in der Mitte steht Aleph 0, ein hebräischer Buchstabe und so weiter und so weiter. Jeder Physiker wird Ihnen sagen, unser Universum ist endlich, es gibt nichts Unendliches in der Welt. Jeder Mathematiker wird Ihnen sagen, Mathematik wird erst dann richtig spannend, wenn sie unendlich wird. Vielleicht ist das sogar die Wissenschaft vom Unendlichen. Das mal so als Setting für das, was ich jetzt machen will, weil ich damit eigentlich klar machen will, das ist alles schon etwas seltsam, was die Mathematiker machen. Und wenn Sie das Ganze nur unter dem Zweckaspekt sehen und sagen, wozu kann ich das gebrauchen, dann kommen Sie häufig sehr schnell an einen Punkt, wo Sie sagen, was soll das Ganze denn? Also das Ganze macht eigentlich nur dann wirklich Spaß, wenn Sie sich darauf einlassen und sagen, ich tauche in diese Welt ein und versuche zu sehen, ob das nicht vielleicht Spaß machen kann und ob das nicht vielleicht interessant ist. Und solche Probleme versuche ich Ihnen heute zu zeigen. Das sind die 4 Probleme, um die es heute gehen soll. Ich habe da mal so ein bisschen reißerische Überschriften genommen. Also das heißt, bunte Punkte in der Ebene, Muster vermeiden, Suchbilder mit Quadraten und ehrgeizige Nagetiere. Das wollen wir uns anschauen. Die haben nicht viel gemeinsam. Die sind aus verschiedenen Bereichen. Das erste kommt aus der Geometrie. Man könnte aber auch sagen, dass es was zu tun hat mit der Mengenlehre. Das zweite Problem kommt aus der Kombinatorik oder Graphentheorie, je nachdem, wie Sie das sehen wollen. Das dritte ist eigentlich auch so eine Art geometrisches Problem, hat aber, wie man dann feststellt, sehr viel mit Topologie zu tun. Und das vierte ist ein Problem aus der theoretischen Informatik. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass man sie hoffentlich gut visualisieren kann. Das werde ich jedenfalls versuchen. Dass sie nicht so viel gemeinsam haben, hat einen großen Vorteil. Wenn Sie zwischendurch mal den Anschluss verlieren sollten und Sie sollten sagen, jetzt verstehe ich gar nichts mehr, einfach warten, bis das nächste Kapitel anfängt, dann geht es wieder ganz von vorne los. Kein Problem. Aber das sollte überhaupt nicht passieren. Also in Wahrheit ist es so, wenn Sie zwischendurch irgendwann den Anschluss verlieren, dann sollten Sie sich melden und nachfragen, weil eigentlich meine Hoffnung ist, dass Sie alles verstehen, was ich hier sage. Es geht nicht darum, Sie mit irgendwas zu beeindrucken und dass Sie nach 5 Minuten nichts mehr verstehen, sondern eigentlich möchte ich, dass Sie alle rausgehen und sagen, alles klar, habe ich alles verstanden, jetzt nehme ich Zettel und Bleistift raus und setze mich da selbst mal ran. Erstes Problem sind die bunten Punkte in der Ebene. Da gibt es auch einen offiziellen Namen für, das heißt das Hadwiger-Nelson-Problem. Ist von 1945 benannt nach einem amerikanischen Mathematiker Nelson, der das in den 50er Jahren als Rätsel formuliert hat mal. Man hat dann später herausgefunden, dass ein Schweizer Mathematiker namens Hadwiger eigentlich sich vorher schon mit diesem Problem beschäftigt hat. Darum hat man es jetzt nach beiden benannt. Worum geht's? Die Ebene soll gefärbt werden. Ich habe schon mal angefangen, die Ebene zu färben in diesem Bild da. Wenn Mathematiker von der Ebene sprechen, meinen sie immer das, was man zum Beispiel R² nennt. Wichtig für uns ist, die Ebene heißt, das geht in alle Richtungen immer weiter. Da sind wir schon wieder bei abstrakten Konzepten und Vorstellungen. Sie werden gleich sehen, das ganze Problem ergibt nur dann einen Sinn, wenn Sie nicht irgendwo aufhören. Ich sage Ihnen gleich, was das eigentliche Problem ist. Und wenn die Ebene da, wo jetzt die weiße Fläche aufhören würde, dann wäre das ganz einfach. Das wird erst dadurch schwierig, dass es immer weitergeht. Also die Ebene soll gefärbt werden. Mit anderen Worten, jeder Punkt dieser Fläche soll eine Farbe bekommen. Können Sie machen, wie Sie wollen im Prinzip. Und denken Sie dran, diese Punkte können Sie eigentlich nicht sehen, weil die ja alle keine Länge und keine Breite haben. Also ich habe die jetzt mal für uns Menschen markiert, damit wir die erkennen können. Es gibt eine einzige Regel, die Sie beachten müssen, und zwar, wenn der Abstand von 2 Punkten genau 1 ist, 1 Zentimeter, Meter ist völlig egal, man einigt sich auf irgendeine Maßeinheit, also wenn der Abstand von 2 Punkten genau 1 ist, dann müssen die beiden Punkte verschiedene Farben bekommen. Also dieser eingekringelte da, den ich noch nicht gefüllt habe, der darf jetzt nicht rot sein, weil der andere ja schon rot ist. Diese Regel gilt nicht, wenn die Punkte dichter aneinander liegen, dann können die ruhig die gleiche Farbe haben, und sie gilt auch nicht, wenn die Punkte weiter voneinander weg liegen. Dann dürfen die auch ruhig die gleiche Farbe haben. Nur wenn ihr Abstand genau 1 ist, dann dürfen sie nicht die gleiche Farbe haben. Und wenn man das dann sportlich sieht, dann ist die Frage, wie viele Farben braucht man denn jetzt? Also kann man mit möglichst wenigen Farben auskommen. Jetzt denken Sie mal eine Millisekunde drüber nach und dann zeige ich Ihnen das jetzt ganz gemein gleich schon mal eine Lösung. Das ist aber noch lange nicht die Lösung, die wir haben wollen. Man könnte es zum Beispiel so machen. Sie nehmen Bienenwaben, Sechsecke, verteilen die gleichmäßig über die Ebene. Auch hier wieder die Vorstellung, geht in alle Richtungen immer weiter.
Und dann sind die so angemalt, dass immer sie insgesamt 7 Farben brauchen. Jedes Sechseck ist so angeordnet, dass die 6 Sechsecke um das Sechseck herum genau die anderen 6 Farben haben. Das ist kein Problem, das hinzubekommen. Sieht man hier, das ergibt ein schön regelmäßiges Muster. Und wenn Sie die Sechsecke in der richtigen Größe wählen, sodass das Sechseck ein kleines bisschen kleiner ist als ein Kreis mit dem Durchmesser 1, dann gucken Sie sich zum Beispiel mal das graue Sechseck an, dann sind 2 Punkte, die innerhalb desselben Rechtecks liegen, weniger als 1 voneinander entfernt, kein Problem, die dürfen ruhig die gleiche Farbe bekommen. Und die nächsten grauen Punkte sind so weit weg von dem Ding, dass sie auch gern grau sein dürfen. Also überhaupt kein Problem, mit 7 Farben kommt man aus. Das ist schon mal eine Obergrenze. Meine Frage war ja, wie viele Farben braucht man mindestens? Also mit 7 Farben kommt man aus. Jetzt könnte man sich fragen, kommt man auch mit 6 oder 5 oder 4 oder 3 und so weiter aus? Und jetzt fangen wir mal ganz unten an. Reichen 2 Farben aus? Was meinen Sie? Ganz schön schnell. Wenn Sie sich so ein gleichseitiges Dreieck malen, wir haben das nicht vorher geübt, ne? Wenn Sie sich so ein gleichseitiges Dreieck malen, sodass die Abstände immer 1 sind und Sie fangen an, 2 Punkten eine Farbe zu geben, zum Beispiel blau und grün, dann muss der Punkt mit dem Fragezeichen da unten ja auch irgendeine Farbe bekommen. Der darf nicht blau sein, wegen des blauen Kreises oben, und der darf nicht grün sein. Also brauchen Sie mindestens 3 Farben. Dann ist ja klar, was jetzt die nächste Frage ist. Reichen, also, achso, jetzt ist die Antwort übrigens. Nö, ich ganz vergessen. Was denn, die nächste Frage ist dann natürlich, reichen 3 Farben aus? Ist ein bisschen schwieriger. Ich kann Ihnen dazu mal sagen, das habe ich zufällig vor ein paar Wochen gehört, das war eine Frage, die in einem Mathematikwettbewerb in Hamburg für Neunklässler gestellt wurde. Also begründen Sie, ich sage Ihnen gleich mal die Antwort, 3 Farben reichen nicht aus. Begründen Sie, warum 3 Farben nicht ausreichen. Wir fangen wieder mit unserem gleichseitigen Dreieck an, alle 3 Seiten sind gleich lang. Dafür brauchen wir auf jeden Fall 3 Farben, das haben wir uns ja schon überlegt. Jetzt legen wir da noch eins dran, meinten Sie das so? Ja, genau. Ja. Jetzt dieser Punkt da unten, welche Farbe muss der haben? Der darf nicht grün sein und nicht rot sein. Wenn wir also davon ausgehen, wir würden eventuell mit 3 Farben auskommen, dann muss der zwangsläufig blau werden. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Also mache ich den mal blau. Was wir jetzt gelernt haben, ist, wenn wir so eine Figur hinmalen, dann müssen also 2 Punkte, die diesen Abstand da haben, immer beide die gleiche Farbe bekommen. Ne? Das haben wir uns jetzt überlegt. Wie lang ist denn diese Strecke? Müssen Sie mir jetzt nicht sagen, aber kann mir jemand vielleicht sagen, wie man das ausrechnen könnte, wie lang diese Strecke ist? Ich wollte Sie ja nicht mit irgendwelchen Formeln belästigen oder so. Ich hätte jetzt gehofft, dass irgendjemand vielleicht Pythagoras gesagt hätte oder so. Ja. Frau Wenzel wollte Pythagoras sagen. Also wenn Sie das mit Pythagoras ausrechnen, stellen Sie fest, die Entfernung zwischen diesen beiden Punkten ist Wurzel aus 3. Das heißt, was haben wir gerade gelernt? Wenn 2 Punkte genau den Abstand Wurzel aus 3 haben, müssen sie dieselbe Farbe bekommen. Ich habe nochmal dazu geschrieben, natürlich nur unter der Voraussetzung, dass wir mit 3 Farben auskommen wollen. Aber dann muss es so sein, lässt sich gar nicht vermeiden. Jetzt sind Sie eigentlich schon fertig. Sie nehmen sich einen Zirkel, pieksen den in einen von den beiden Punkten rein und ziehen einen Kreis mit dem Radius Wurzel 3 um den einen Punkt rum. Dann nehmen Sie Ihren Zirkel und pieksen in den anderen Punkt rein und ziehen um diesen Punkt einen Kreis mit dem Radius 1. Diese beiden Kreise schneiden sich. Der Punkt da oben mit dem Fragezeichen ist von dem blauen Punkt unten 1 entfernt, also darf er nicht blau sein. Er ist aber von dem blauen Punkt oben, Wurzel 3, entfernt, also muss er blau sein. Darum können Sie das nicht mit 3 Farben färben. Ja? Eigentlich ganz klar, ne? Also 3 Farben reichen nicht. Wir wissen jetzt also, 7 Farben reichen, 3 Farben reichen nicht. Jetzt mal ein Begriff, damit Sie auch was gelernt haben hier. Da gibt es ein Wort für. Die minimale Anzahl von Farben, die man braucht, um die Ebene nach diesen Regeln einzufärben, nennt man die chromatische Zahl der Ebene. Also da ist der Begriff, das Wort Farbe drin, aus dem Griechischen, glaube ich. Ne? Und was wissen wir jetzt über die chromatische Zahl der Ebene? Wir wissen jetzt, diese Zahl ist mindestens 4, weil 3 ja nicht ausreicht, und höchstens 7. Aber sie könnte auch 5 oder 6 sein. Okay? Das ist das, was wir wissen, ne? Mehr weiß man bis heute nicht. Das Problem ist seit 1945 bekannt und es ist keinem bisher gelungen, eine bessere Antwort zu finden. Also wir wissen bis heute nicht, ob die Antwort 4, 5, 6 oder 7 ist.
Es gibt Vermutungen. Bei solchen Problemen können Sie immer davon ausgehen, wenn das schon so lange offen ist, wird das wohl nicht so leicht sein. Aber manchmal ist man überrascht. Also ich möchte Sie nicht davon abhalten, sich zu Hause hinzusetzen und mal so ein bisschen rumzuprobieren. Vielleicht finden Sie irgendeine schöne Lösung, mit der man das hinbekommen könnte. Ich will Sie allerdings ein kleines bisschen warnen. Es gibt ein Paper von, ich muss mal gucken, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, 2003 von dem berühmten israelischen Mathematiker Saron Shelach und Alexander Seufer. Die haben, der heißt wirklich so, das ist aber ein russischer Name, ja. Die haben bewiesen, dass es in ähnlichen Konstellationen unterschiedliche Antworten gibt, je nachdem, wie man die Axiome der Mengenlehre wählt. Das heißt, das könnte bedeuten, dass man diese Frage gar nicht beantworten kann. Wenn Sie das in Laientermini haben wollen, dann liegt es daran, dass wir über die reellen Zahlen zu wenig wissen. Das heißt, wir sind immer noch, obwohl wir schon sehr lange mit denen arbeiten, nicht in der Lage, die axiomatisch so genau zu fassen, dass wir genügend über sie aussagen können. Und dies ist ein Problem, was schon was mit reellen Zahlen zu tun hat. Also wenn Sie mal solche Begriffe hören wie Lebesgue messbar und so, das steckt da mit drin. Das würde aber jetzt alles ein bisschen zu weit führen. Was vielleicht aber hängen bleiben sollte, ist, diese Frage ist ja schon recht einfach und die Antwort ist nun also wirklich überhaupt nicht einfach. Sieht jedenfalls so aus. Aber vielleicht wissen wir ja nächstes Wochenende mehr, wenn Sie mal ein bisschen darüber nachgedacht haben. So, und schon sind wir beim nächsten Thema. Das war jetzt so ein bisschen zum Warmwerden. Das nächste Thema habe ich genannt, Muster vermeiden. Das ist ein billiger Witz, weil eigentlich die Mathematiker ja immer daran interessiert sind, Muster zu finden. Hier geht es jetzt darum, Muster zu vermeiden. Es geht um die sogenannten Ramsey-Zahlen. Ramsey ist ganz interessant, das ist eigentlich ein Philosoph und Logiker gewesen, Zeitgenosse von Wittgenstein. Der war in Cambridge, glaube ich, auch der Tutor oder Instruktor von Wittgenstein. Und der hat sich hauptsächlich mit Logik beschäftigt und hat quasi so als Abfallprodukt nebenbei etwas rausgefunden, was heute mehr in den Bereich der Kombinatorik gehört. Und dann ist er gestorben, der ist mit 26 schon gestorben. Aber diese Fragen, die im Zuge dieser Ramsey-Zahlen auftauchen, beschäftigen die Mathematiker heute immer noch. Worum geht es da? Wir malen uns das, was die Mathematiker einen Graphen nennen. Diese ganzen Begriffe sind jetzt eigentlich nicht so wichtig. Das Einzige, was man sich merken sollte, ist, weil ich die Begriffe öfter benutzen werde, diese Punkte, diese schwarzen Punkte, die da am Rand sind, die nennen die Mathematiker meistens Ecken. Und diese Verbindungslinien, die da gezogen sind, die nennen die Mathematiker meistens Kanten. Also wenn ich Ecken sage, dann meine ich immer diese Punkte da. Und wenn ich Kanten sage, meine ich diese Linien. Und jetzt haben wir hier 5 Ecken und je 2 Ecken sind mit einer Kante verbunden. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen diese Kanten färben. Das heißt, Sie haben jetzt 2 Eimer mit Farbe, einen roten und einen blauen. Und einige von den Kanten färben Sie rot und einige blau, aber gefärbt werden müssen sie alle. Das könnte man zum Beispiel so machen. Ich habe jetzt einige von den roten Kanten mal ein bisschen hervorgehoben, weil man sieht, wenn ich die so färbe, dann habe ich in dem Muster drin ein Teilmuster, was ich erkennen kann, nämlich ein rotes Dreieck. Ich hätte die aber auch anders färben können. Zum Beispiel so, dann würde ich da ein blaues Dreieck bekommen. Oder ich hätte sie so färben können und jetzt schauen Sie mal einen kleinen Moment hin, Sie werden sehen, da taucht jetzt gar kein Dreieck mehr auf. Also Dreieck im Sinne von 3 Ecken rausnehmen, alle verbindenden Kanten sind entweder alle rot oder alle blau, ist nicht da. Ne? Also ich habe es jetzt geschafft, ein Muster zu vermeiden. Das war ja die Überschrift von diesem Problem. Jetzt machen wir das ein bisschen schwieriger und malen uns 6 Punkte hin und fragen uns, ob man da auch Muster vermeiden kann. Kann man diese Kanten zwischen diesen 6 Punkten so färben mit Rot und Blau, dass wir es schaffen, dass nirgends ein rotes oder ein blaues Dreieck auftaucht? Warum machen Sie das nicht mal? Einige von Ihnen haben jetzt schon die Vermutung geäußert, das geht vielleicht gar nicht. Ich habe nur deswegen Kuchen versprochen, weil das gar nicht möglich ist. Und tatsächlich stimmt das geht nicht. Also man kann, tut mir leid, man kann diese Figur nicht so einfärben, dass man darin keine Dreiecke findet. Das muss man natürlich begründen. Das will ich auch mal machen. Die Begründung geht folgendermaßen.
diese Figur, die wir da haben, ist ja völlig symmetrisch. Alle Punkte sind gleichberechtigt. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendeinen Punkt rausgreife, ist es egal, weil alle gleich sind. Nehmen wir uns mal zum Beispiel den da. Wenn ich mir jetzt so eine Ecke rausgewählt habe, dann gehen von diesem Punkt aus 5 Kanten weg. Es sind insgesamt 6 Punkte, egal welchen ich mir nehme, von dem gehen 5 Kanten weg. Ich habe 2 Farben zur Verfügung. Wenn ich diese 5 Kanten, die muss ich ja alle färben, mit 2 Farben färbe, dann muss eine von beiden Farben 3-mal vorkommen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Vielleicht sogar öfter als 3-mal, aber mindestens 3-mal. Nehmen wir mal an, das ist Rot, spielt keine Rolle. Also Rot würde 3-mal vorkommen. Dann würde das zum Beispiel so aussehen. Ich gucke mir jetzt nur noch diesen Teil an des Graphen. Nur noch den Punkt mit seinen 3 roten Linien. Welche Farbe die anderen beiden Linien haben, spielt überhaupt keine Rolle. Und jetzt gucke ich mir die 3 Punkte am Ende an und überlege, was kann bei diesen 3 Punkten am Ende passieren. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, eine von den Verbindungslinien zwischen den restlichen Punkten ist rot. Wenn dem so wäre, dann hätte ich ein rotes Dreieck, was ich vermeiden wollte. Es könnte natürlich sein, dass keine von diesen Verbindungslinien rot ist. Wenn aber keine von diesen Verbindungslinien rot ist, dann heißt das, die müssen alle blau sein. Und wenn die alle blau sind, dann habe ich ein blaues Dreieck. Damit ist klar, es ist unmöglich, dieses Muster in so einem Graphen mit diesen 6 Ecken und alle Linien sind gezogen, zu vermeiden. Das wollen wir mal zusammenfassen, was wir bisher herausgefunden haben. Also ich habe das nochmal aufgeschrieben, langer Satz. Wenn wir in einem Graphen mit mindestens 6 Ecken alle Ecken durch Kanten verbinden und jede der Kanten entweder rot oder blau färben, dann findet man unabhängig von der Färbung innerhalb des Graphen zwangsläufig immer ein komplett rotes oder ein komplett blaues Dreieck. Das ist das, was wir bisher herausgefunden haben. Und wir haben auch schon vorher gesehen, mit 5 Ecken klappt das nicht. Das war ja mein Anfang, da habe ich Ihnen ja ein Muster gezeigt, wo es mir gelungen ist, so ein Dreieck zu vermeiden. Das bedeutet, die Zahl 6 ist die kleinste Zahl mit dieser Eigenschaft. Also die kleinste Zahl 6 ist die kleinste Zahl, bei der ich diese Dreiecke nicht vermeiden kann. Sie ahnen schon, worauf das hinausläuft. Ich will das Problem jetzt verallgemeinern. Das ist ja die Lieblingsbeschäftigung von Mathematikern, verallgemeinern. Dafür muss ich noch einen kleinen Begriff einführen, tut mir leid. Der Begriff heißt vollständiger Graph. Diese Dreiecke, die wir da hatten, ganz links, die bekommt man ja, indem man 3 Punkte hat und jeden Punkt mit jedem verbindet. Darum werden wir die in Zukunft nicht mehr Dreiecke nennen, sondern K3. Man sagt, das ist der vollständige Graph mit 3 Ecken. Wenn Sie das mit 4 Ecken machen, kriegen Sie das Ding, wo K4 steht. Mit 5 Ecken, das ist die Figur, die wir zuerst gesehen haben. Mit 6 Ecken ist die, die ich Ihnen eben ausgeteilt habe. Und das können Sie natürlich jetzt fortsetzen, K7 und so weiter. Wenn ich also das, was ich da eben hingeschrieben habe, mit diesen Begriffen formuliere, klingt das ein bisschen anders. Dann klingt das so, Mathematikerschnack. Wenn wir in einem vollständigen Graphen mit mindestens 6 Ecken jede der Kanten entweder rot oder blau färben, dann findet man unabhängig von der Färbung innerhalb des Graphen zwangsläufig immer eine komplett rote Kopie von K3 oder eine komplett blaue Kopie von K3. Und 6 ist die kleinste Zahl mit dieser Eigenschaft. Jetzt kommt die Verallgemeinerung. Das sind die sogenannten Ramsey-Zahlen. Man sagt, die Ramsey-Zahl RAB ist die kleinste Zahl n, für die der vollständige Graph Kn bei jeder Färbung seiner Kanten mit Rot und Blau entweder eine rote Kopie von Ka oder eine blaue Kopie von Kb enthält. Hä? Also was wir uns gerade überlegt haben, ist ganz einfach, R33 ist 6. Mit anderen Worten, 6 ist die kleinste Zahl, sodass ich weder rote Dreiecke noch blaue Dreiecke vermeiden kann. Das ist das, was wir uns gerade überlegt haben. Und wir werden uns jetzt gleich noch 2 Sachen zusammen überlegen, da müssen Sie aber keine Zettel mehr ausfüllen. Wir werden uns gleich überlegen, dass diese Zahl 9 ist. Das heißt, das bedeutet, wenn ich 9 Ecken habe, kann ich es nicht vermeiden, entweder ein rotes Dreieck oder einen blauen K4 zu haben. Wenn ich 18 Ecken habe, kann ich es nicht vermeiden, einen roten K4 oder einen blauen K4 zu haben. Sie werden sehen, das ist nicht so schwierig. Da muss man so ein bisschen gucken mit den Ecken und so, aber eigentlich ist das nicht so dramatisch. Außerdem müssen wir eigentlich auch nur gucken, wie ich mir dabei einen abbreche. Aber wir können vorher vielleicht nochmal die Frage stellen, die sich ja heutzutage anbietet. Könnte man das nicht alles mit dem Computer durchprobieren?
Also zum Beispiel bei dem, was wir eben hatten mit K6, Sie haben da jetzt alle gemalt und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, vielleicht geht das ja gar nicht. Wie wäre das denn, wenn man das mit einem Computer machen würde? Zufällig habe ich einen Computer hier. Hier ist unser Graph, den wir eben hatten, den ich Ihnen ausgeteilt hatte. Und jetzt könnten Sie dem Computer sagen, probier doch mal alle Färbungen durch. Alle rot oder die eine blau und die und so. Und dann macht er halt so weiter. Und er könnte natürlich, während er das macht, immer gucken, taucht da ein Dreieck auf. Und wenn er irgendwann mal zwischendurch beim Durchprobieren aller Muster etwas findet, wo ein Dreieck ist, dann sagt er, ich habe ein Dreieck gefunden. Und wenn er alle durch hat und hat kein Dreieck gefunden, dann hat er halt keins gefunden. Haben Sie die Antwort. Also warum soll man sich da überhaupt noch Gedanken drüber machen, wenn man einen Computer hat? Ich habe das Programm jetzt extra langsam gemacht. Das macht eine Färbung pro Sekunde, damit wir da in Ruhe zugucken können. Das würde jetzt länger dauern. Wenn Sie das durchlaufen lassen, dauert es ein paar Stunden, bis er fertig ist. Aber wenn Sie das mit einer vernünftigen Geschwindigkeit laufen lassen, dann wird das ganz fix gehen. Ich habe das mal für Sie ausgerechnet. Wir müssen ja alle Kanten färben. Bei dem Ding mit 6 Ecken gehen von einer Ecke 5 Kanten aus, dann haben Sie die nächste, da gehen noch 4 Kanten aus, weil Sie eine schon haben und so weiter. Wenn Sie das alles zusammenzählen, sind in dem Bild 15 Kanten drin. Jede von den Kanten können Sie rot oder blau färben, sodass Sie insgesamt auf 2 hoch 15 Möglichkeiten kommen. Das heißt, der Computer müsste 32.768 Möglichkeiten durchprobieren. Für Menschen ziemlich mühsam, für Computer eine Lachnummer. Das ist überhaupt kein Problem, das zu machen. Spricht also eigentlich dafür, dass man sagt, warum machen wir uns die Mühe, über sowas nachzudenken. Ich hatte Ihnen aber auf den Folien vorher, ich gehe nochmal zurück, gesagt, wir wollen ja hier hinkommen. Das heißt, das Spielchen, was ich eben mit 6 Ecken gemacht habe, müssten wir auch mit 18 Ecken machen. Das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, das läuft ja hier noch, müssten wir an unseren Computer übergeben und er soll das mit 18 Ecken machen. Jetzt können wir die gleiche Rechnung nochmal mit 18 Ecken durchführen. Wir zählen also zusammen 17 Kanten, 16 und so weiter. Das heißt, diese Figur hat 153 Kanten. Dann müssten wir 2 hoch 153 Färbungen durchprobieren. Ich musste mir den Namen dieser Zahl aufschreiben. Das nennt man ungefähr 11 Septilliarden, was da rauskommt, an Möglichkeiten, die man durchprobieren muss. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben einen ganz, ganz schnellen Computer. Sie können sich bei der NSA oder so einen Supercomputer leihen und der schafft es, 1 Billion Muster pro Sekunde durchzuprobieren, 1 Billion Färbungen pro Sekunde durchzuprobieren. Relativ unwahrscheinlich bei der heutigen Hardware, aber mal angenommen, Sie schaffen das, dann brauchen Sie ungefähr 300 Quadrillionen Jahre, um das alles durchzuprobieren. Nur mal so zum Vergleich, das Alter des Universums sind ungefähr 14 Milliarden Jahre. Also Sie hätten schon relativ früh anfangen müssen, damit Sie zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Das spricht dafür, dass es vielleicht doch besser ist, nicht rumzuprobieren, sondern zu überlegen, warum das so ist, wie es ist. Also nochmal zur Erinnerung. Wir wollten, die Zahl steht da oben, R34 haben und ich hatte gesagt, da wird 9 rauskommen. Das heißt, wir müssen jetzt 2 Dinge machen. Wir müssen uns K8 nehmen, da habe ich ja schon mal angefangen, das sind 8 Ecken, und müssen ein Muster finden, in dem keine rote Kopie von K3 und keine blaue Kopie von K4 vorkommt. Das Muster zeige ich Ihnen jetzt einfach, und zwar Schritt für Schritt. Ich zeichne erstmal nur die roten Linien ein, und wenn Sie da scharf hinschauen, werden Sie sehen, da kommen keine roten Dreiecke vor. Ich will das jetzt nicht total in die Länge ziehen, Sie können sich das ja, wenn das klappt, mit der Technik nochmal auf Video anschauen. Glauben Sie mir, da kommen wirklich keine roten Dreiecke vor in diesem Bild. Jetzt zeichne ich nur die blauen Linien und da kommen keine blauen K4-Kopien vor. Denken Sie dran, K4 heißt, Sie haben ein Viereck und die Diagonalen dazu, die müssen alle da sein und das haben Sie in diesem Bild nicht. Und wenn Sie jetzt die roten und die blauen Linien übereinander liegen, dann bekommen Sie diese hübsche Figur hier und weil Sie es vermieden haben, diese Muster da drin zu haben, wissen wir, diese Zahl, um die es uns geht, muss größer als 8 sein, denn mit 8 geht es ja nicht. Jetzt müssen wir uns überlegen, dass wir bei 9 diese Zahlen nicht mehr vermeiden können. Das ist jetzt ein kleines bisschen schwieriger, aber nicht so wirklich schlimm. Da muss man so ein ganz bisschen nachdenken. Also ich nehme jetzt eine Ecke mehr, dann haben wir 9 und von diesen 9 Ecken greife ich mir eine raus. Dann bleiben noch 8 übrig. Gleiches Argument wie eben, das ist total symmetrisch, ist egal, welche von den 9 Ecken ich mir rausgreife, nehme ich irgendeine. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Es könnte sein, dass an einer von den Ecken, die ich mir rausgegriffen habe, 6 blaue Kanten hängen, mindestens 6 blaue Kanten. Das wäre der erste Fall, den werden wir gleich betrachten.
Was wäre denn, wenn das nicht so wäre? Das würde bedeuten, an jeder Ecke hängen höchstens 5 blaue Kanten dran. Weil es aber insgesamt immer 8 Kanten gibt, würde das im Umkehrschluss bedeuten, an jeder Ecke hängen mindestens 3 rote dran. Also das sind die beiden Fälle. Ne? Entweder gibt es eine Ecke, an der mindestens 6 blaue sind, oder es ist der Fall, dass an jeder Ecke mindestens 3 rote sind. Jetzt gucken wir uns erstmal den einen Fall da an. 6 blaue Kanten gehen zu 6 Punkten hin. Nur die 6 Punkte, die jetzt dunkel gezeichnet sind, ergeben ja für sich schon einen Teilgraph mit 6 Ecken. Und von dem wissen wir ja schon, innerhalb dieses Teilgraphes lassen sich Dreiecke nicht vermeiden. Das war ja unsere erste Überlegung. Das heißt, in diesem Teilgraph ist entweder ein blaues Dreieck oder ein rotes Dreieck drin. Wenn da ein blaues Dreieck drin ist, dann liegt das zum Beispiel da und das ergibt zusammen mit den anderen Linien, die wir haben, K4. Oder wir finden irgendwo ein rotes Dreieck und dann haben wir K3 und eins von beiden wollten wir ja finden. Also der erste Fall ist damit schon erledigt. Wir können, wenn der erste Fall eintritt, nicht vermeiden, dass entweder K4 oder K3 in blau bzw. rot auftauchen. Jetzt der andere Fall, das war der, von jeder Ecke gehen mindestens 3 rote Kanten aus. Jetzt ein kleiner Trick bei der Argumentation. Dieses Ding hat 9 Ecken. Stellen Sie sich vor, Sie gehen einmal rum um den Graphen und bei jeder Ecke zählen Sie, wie viele Kanten von dieser Ecke weggehen. Jetzt stellen Sie sich vor, von jeder von diesen Ecken würden genau 3 rote Kanten abgehen. Dann haben Sie 9 Ecken, die Sie zählen. Bei jeder Ecke gehen 3 Kanten aus, also haben Sie am Ende 27 gezählt. Ne? Allerdings haben Sie Folgendes gemacht, weil Sie einmal um den ganzen Graphen rumgelaufen sind, haben Sie jede Kante zweimal gezählt. Nämlich einmal da, wo sie losläuft und einmal da, wo sie endet. Wenn Sie aber jede Kante zweimal zählen, muss eine gerade Zahl rauskommen. Das heißt, es kann gar nicht sein, dass von jeder Ecke genau 3 rote Kanten ausgehen, sondern es muss mindestens eine Ecke geben, von der 4 rote Kanten ausgehen. Das ist unmöglich anders. Genau. Also es müssen mindestens, wir finden eine Ecke, von der 4 rote Kanten ausgehen. Und jetzt gibt es wieder 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, von diesen 4 Punkten, die da weggehen, sind alle untereinander mit blauen Kanten verbunden. Dann haben Sie K4 wieder in blau. Oder die sind nicht alle mit blauen Kanten verbunden. Dann müssen 2 Ecken von denen mit einer roten Kante verbunden sein. Und schon haben Sie K3 da drin gefunden. Also haben wir, wie angekündigt, uns überlegt, wenn Sie garantieren wollen, dass Sie diese beiden Muster nicht vermeiden können, entweder rotes K3 oder blaues K4, dann ist die Mindestanzahl an Ecken, die Sie brauchen, 9. Und übrigens das Ganze natürlich auch umgedreht, spielt ja keine Rolle, Sie können die Farben hier einfach vertauschen. Also R34 ist natürlich das gleiche wie R43. Jetzt sind wir fast fertig. Ich hatte Ihnen ja noch angekündigt, wir wollten noch das hier machen, R44 gleich 18. Das ist aber jetzt eine ganz leichte Übung. Sie fangen an mit 17 Ecken wie eben und müssen sich erstmal wieder ein hübsches Muster überlegen, das habe ich zum Glück schon gemacht, indem Sie diese beiden Teilmuster nicht finden. Diesmal wollen wir also vermeiden, rote K4 und blaue K4 zu finden. Das Muster sieht so aus, das sind die roten Linien, das ist doch ganz hübsch eigentlich, ne? Und damit man da nicht total den Überblick verliert, habe ich mal eine von denen rausgegriffen. Das sind die, die von einem dieser Punkte ausgehen. Und habe die anderen Punkte alle miteinander verbunden. Wenn da K4 drin wäre, dann müsste er schon hier zu finden sein. Jetzt könnte ich Ihnen ein paar Minuten Zeit geben und Sie versuchen K4 zu finden und ich sage Ihnen, Sie werden K4 nicht finden in dem Bild. In Rot. Jetzt fehlen noch die blauen Linien, die sehen dann so aus. Da können wir auch wieder der besseren Übersichtlichkeit halber eine Ecke rausgreifen, nehmen wir mal die hier, verbinden alle Linien, die wir da noch haben. Und auch hier, das sehen Sie nicht in 2 Sekunden, aber Sie sehen es, wenn Sie eine Zeit lang drüber nachdenken und systematisch rangehen, taucht K4 nicht auf in diesem Bild. Das heißt, wenn ich die roten und blauen Linien übereinander lege, habe ich alles gefärbt. Es sieht nicht nur hübsch aus, sondern ist auch ein Beweis dafür, dass diese Zahl, die Mustervermeidungszahl für 4 und 4, auf jeden Fall größer als 17 sein muss. Jetzt muss ich Ihnen noch begründen, warum bei 18 das Muster auf jeden Fall vorkommt. Also K18. Das ist er jetzt. Sie wissen ja schon, wie das geht. Wir greifen uns was raus. Also wir nehmen uns eine Ecke raus. Von der einen Ecke gehen
17 Kanten aus, weil es ja insgesamt 18 sind. Die Argumentation kennen Sie schon. 17 mit 2 Farben färben. Eine Farbe muss 9-mal vorkommen, weil wenn beide Farben nur 8-mal vorkommen würden, Sie insgesamt nur 16 zusammenbekommen würden. Also nehmen wir mal an, es gibt mindestens 9 Kanten von diesem Punkt, die rot sind. Dann haben Sie insgesamt 9 Punkte und 9 ist ja die Zahl, über die wir gerade nachgedacht haben, das ist ja R34. Das heißt, wir wissen, in diesem Teilgraph mit den 9 Punkten, den wir da ausgewählt haben, kommt entweder ein rotes K3 vor, dann haben Sie da dieses gestrichelt gezeichnete rote K3, oder Sie haben K4, ich gehe nochmal zurück, dieses K3, da sehen Sie, dass das zusammen mit den anderen roten Linien ein K4 ergibt. Ich habe die 4 Punkte rot gemacht. Also das K3 liefert Ihnen ein K4 oder Sie haben halt ein K4. Die beiden Zahlen kommen von der 9. Ja? Und damit sind wir schon fertig. Sie können das Muster nicht vermeiden. Also, was haben wir jetzt gesehen? Wir haben uns davon überzeugt, die Zahl R33, also die Ramsey-Zahl R33 ist 6, die Ramsey-Zahl R34 ist 9 und die Ramsey-Zahl R44 ist 18. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die andere Leute rausgefunden haben, also dies haben natürlich auch andere Leute rausgefunden, nicht etwa ich, keine Angst. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die Leute rausgefunden haben, zum Beispiel weiß man sowas wie R35 ist 14 und R37 ist 23 und sowas. Und man weiß, dass die Zahl R55 irgendwo zwischen 43 und 49 liegt und mehr weiß man nicht. Niemand kennt bisher den genauen Wert von R55 und da wird auch schon fast ein Jahrhundert lang nachgesucht. Und wovon man noch viel weiter entfernt ist, ist sowas wie eine Formel für RNN. Also man könnte sich ja vorstellen, dass man sagt, da gibt es einfach eine Formel, da trage ich n ein und dann kommt raus, welche Zahl da rauskommen muss. Offensichtlich ist das sehr schwer. Also allein schon diese Abschätzung, die da oben steht, ein bisschen besser zu machen, zum Beispiel zu sagen, 44 kann es nicht sein. Oder zu sagen, das muss auf jeden Fall kleiner gleich 48 sein, wäre schon ein Fortschritt. Und solche Fortschritte hat es in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben. Das wäre die zweite Hausaufgabe fürs Wochenende. Und schon sind wir beim dritten Problem. Das Problem habe ich genannt, Suchbilder mit Quadraten. Offizieller Titel, das ist die Toeplitz-Vermutung, benannt nach einem deutschen Mathematiker Otto Toeplitz. Übrigens einer von den vielen deutschen Wissenschaftlern, die von den Nazis aus dem Land oder teilweise sogar umgebracht wurden. Wobei die Mathematik übrigens der Fachbereich war, der am stärksten betroffen war von den Geschichten, die da in den 30er Jahren passiert sind. Solange er aber noch gearbeitet und geforscht hat, hat er unter anderem diese Vermutung aufgestellt. Und bei dieser Vermutung geht es um die folgende Geschichte. Ich fange mal damit an, dass ich Ihnen ein etwas leichteres Problem zeige, was schon gelöst ist und was sehr leicht zu lösen ist. Dann versteht man nämlich, worum es eigentlich geht. Wir fangen damit an, dass wir irgendein Bild nehmen, zum Beispiel das hier, und wir wollen dieses Bild einrahmen, und zwar möglichst eng. Das ist natürlich ganz einfach. Wir können natürlich ganz locker ein Rechteck um dieses Bild rumlegen, sodass das Bild quasi direkt von dem Rechteck eingezwängt wird. Also damit meine ich, dass die Figur von den Rändern des Rechtecks berührt wird. Jetzt könnte man sich fragen, kann ich das auch mit einem Quadrat machen? Und die Antwort ist ja, das geht. Zum Beispiel so. Also nochmal, was ist damit gemeint? An allen 4 Kanten des Quadrates wird diese Figur wirklich berührt. Also das Quadrat ist so nah dran an der Figur, dass man sie wirklich von allen Seiten berührt. Und die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, klappt das immer? Kann man sich irgendeine Figur vorgeben und immer um diese Figur rum ein Quadrat legen, sodass das Quadrat die Figur wirklich umschreibt. Da ist das Wort da oben, steht ja auch da, man nennt das umbeschriebene Quadrate, dass alle 4 Kanten wirklich die Figur berühren. So, um diese Figur möchte ich gerne ein Quadrat rumlegen. Ich sage Ihnen gleich, es wird klappen. Was ich Ihnen eigentlich zeigen will, ist, wie man das methodisch machen kann. Die Methode ist folgende.
Sie fangen mit einem Rechteck an und das Rechteck ist natürlich, das verstehen wir alle, wie das geht. Sie lassen von oben und unten sozusagen einen Deckel und einen Boden rauf und von den Seiten auch und Sie gehen so lange ran, bis Sie die Figur berühren. Und jetzt habe ich quer durch das Rechteck, ich hoffe, man kann das sehen, Achsen durchgelegt, die parallel zu den Rechteckseiten sind. Und das ist jetzt so gebaut, dass man diese Achsen drehen kann. Ich kann die jetzt drehen und dann dreht sich das Rechteck mit. Ja? Jetzt kommt ein ganz wesentlicher Begriff hier rein. Diese Bewegung, die ich hier mache, das sollten Sie eigentlich aus der Mathematik kennen, diesen Begriff. Diese Bewegung ist stetig. Stetig heißt, laienhaft ausgedrückt, kleine Veränderungen, die ich mache, bewirken auch nur kleine Veränderungen als Ergebnis. Das heißt, wenn ich diesen Winkel nur ein ganz bisschen ändere, dann ändert sich diese Rechtecksfigur auch nur ein ganz bisschen. Ja? Jetzt können Sie Folgendes machen, dann wird das ein bisschen deutlicher. Sie tragen jeweils auf, zum Beispiel die Differenz von der langen und der kurzen Seite des Rechtecks. Da habe ich auch eine Taste für, habe ich bloß wieder vergessen. Da unten habe ich Ihnen das schon mal hingemalt. Wenn ich jetzt also hier meinen Winkel bewege, dann sehen Sie, dass sich immer die Differenz natürlich ändert zwischen langer und kurzer Seite. Das heißt also, es sind ja eine ganze Reihe von Ingenieuren und Wissenschaftlern unter uns. Hier wird also der Winkel aufgetragen und hier wird die Differenz aufgetragen. Ich bewege das jetzt hin und her. Und jetzt sehen Sie schon, worauf das hinausläuft. Wenn ich das Ding einmal um 180 Grad drehe, dann komme ich ja wieder an die ursprüngliche Stelle zurück. Das heißt, ich muss irgendwann mal zwischendurch durch die Achse da gekommen sein. Das bedeutet aber, da bin ich an der Stelle 0, dass die beiden Seiten des Rechtecks gleich lang sein müssen. Das heißt, ich habe ein Quadrat. Also mit anderen Worten, wenn ich nur lange genug und vorsichtig genug drehe, dann komme ich an so einen Punkt und fertig ist das Quadrat. Ja? Und das klappt immer. Also die Antwort ist ja, klappt immer. Das kann man auch mathematisch formulieren. Habe ich jetzt aber nur der Vollständigkeit halber mal hingeschrieben. Sie haben eine beliebige Menge von mindestens 2 Punkten. Das war in diesem Fall Homer Simpson, aber Sie können irgendeine Punktmenge in der Ebene nehmen und Sie können immer ein Quadrat rumpacken unter der Voraussetzung, dass diese Punktmenge kompakt ist. Das ist ein mathematischer Fachbegriff und bedeutet 2 Dinge. Erstens, die Punktmenge dehnt sich nicht unendlich weit aus. Dann können Sie natürlich logischerweise kein Quadrat rummachen. Und zweitens heißt das, der Rand der Menge gehört zur Menge mit dazu, was eher so ein technischer Begriff ist. Sagen wir es mal so, alles, was Sie zeichnen können, können Sie auch mit einem Quadrat umschließen. Sachen, die Sie nicht zeichnen können, sind abstrakte mathematische Objekte, die aber solche Dinge wie Unendlichkeit oder nicht existierenden Rand in sich tragen. Also das war das Präludium zu der eigentlichen Frage, um die es geht. Ach so, ich habe mir noch eine kleine Anmerkung hingeschrieben. Falls Sie sich fragen, Moment, er sagt da oben mindestens 2 Punkte. Wenn ich nur 2 Punkte habe, wie soll ich mit 2 Punkten alle 4 Kanten des Quadrates berühren? Die Eckpunkte des Quadrates berühren immer 2 Kanten. Ne? Das hat man hier bei dem Bild eigentlich schon gesehen. Da vorne berührt, wenn Sie das richtig sehen, der Eckpunkt 2 Kanten gleichzeitig. So, jetzt die eigentliche Frage. Bei der eigentlichen Frage geht es um sogenannte einbeschriebene Quadrate. Ich habe hier mal ein Bild von Afrika genommen, also so ein Umrissbild von Afrika. Und was ich jetzt mit diesem Bild machen kann, ich kann jetzt auf diesen Umriss Punkte legen. Ich hoffe, Sie sehen die, 4 rote Punkte. Und diese 4 roten Punkte habe ich so hingelegt, dass die zusammen ein Quadrat bilden. Und natürlich ist klar, was jetzt als Frage kommt, kann man das immer machen. Also was ich haben möchte ist, alle 4 Ecken des Quadrates liegen auf dem Rand der Figur. Und meine Frage ist, geht das immer? Also ich gebe mir irgend so eine berandete Figur vor, kann ich das Quadrat immer einbeschreiben? Das ist der Fachbegriff dafür. Fangen wir mal mit einfachen Dingen an. Wenn das meine Figur ist, da sehen Sie alle sofort, was man da machen kann. Sie können das Quadrat so hinlegen oder Sie können es so hinlegen oder Sie können es so hinlegen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, es gibt manche Figuren, bei denen das ganz leicht ist, das zu machen. Diese hier sieht eigentlich auch noch recht harmlos aus, eine Ellipse. Da ist es gar nicht mehr so leicht. Sie können da zwar ein Quadrat drauflegen, aber mit relativ simplen geometrischen Argumenten kann man sich überlegen, anders geht es auch nicht. Das heißt, während es bei dem Kreis unendlich viele Möglichkeiten gab, ein Quadrat einzubeschreiben, gibt es bei der Ellipse nur eine. Also manchmal gibt es nur eine Möglichkeit. Darum liegt natürlich die Frage nahe, gibt es vielleicht
Fälle, wo es gar nicht geht. Also, hier ist nochmal die Fragestellung, es geht um geschlossene Kurven, die sich nicht selbst schneiden, also irgendwas, was der Rand von einer Figur ist. Und die Frage ist, kann man auf solche Kurven immer alle 4 Ecken eines Quadrates legen? Fangen wir mal mit etwas halbwegs Einfachen an, was so ein bisschen aussieht wie so eine Ellipse. Ich sollte mal vorweg sagen, ich mache das hier mit solchen geraden Stücken, das ist aber das hat rein technische Gründe. Ich musste das Programm ja irgendwie schreiben. Ja, das sieht eher aus wie eine Kartoffel, aber egal. Ich sage da gleich noch was zu, um was es hier eigentlich geht. Also, das ist jetzt erstmal unsere Figur. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich lasse von oben nach unten, quer durch die Figur, eine waagerechte Sekante laufen. Das heißt, diese Sekante läuft immer hin und her und ist immer mit sozusagen beiden Seiten verbunden von meiner Figur und läuft von oben nach unten. Und was wir dann auch gleich machen werden, ist, wir werden auf dieser Sekante immer den Mittelpunkt der Strecke markieren. Der läuft jetzt hier mit, ne? Sehen Sie ja. Und wir können dann nachher auch die Spur dieses Mittelpunkts verfolgen, werden wir auch gleich alles machen. Der hinterlässt eine Spur. So. Das gleiche können Sie natürlich auch so machen. Sie können das Ganze auch so rüberlaufen lassen. Und das gleiche wieder, Sie können da einen Mittelpunkt mitlaufen lassen. Dann können Sie den eine Spur ziehen lassen. So. Wenn ich mir das Ganze jetzt hier einblenden lasse, dann sieht das so aus. Das sind die beiden Spuren, die ich da bekommen habe. Was, glaube ich, allen klar ist, und das ist auch wieder ein Stetigkeitsargument, weil die eine Linie von ganz oben nach ganz unten läuft und die andere von ganz links nach ganz rechts läuft, müssen diese beiden Linien sich schneiden. Ne, ist logisch. Es muss irgendwo einen Schnittpunkt geben, den ich mal hier markiert habe. Jetzt denken Sie dran, wo diese Linien herkamen. Dass ich diesen Schnittpunkt habe, bedeutet, er liegt in der Mitte der einen Sekante und er liegt in der Mitte der anderen Sekante. Das bedeutet, dass ich einen Rhombus habe. Ne? Das ist die eine Sekante, die senkrechte, das ist die andere Sekante, die waagerechte. Das ergibt zusammen einen Rhombus. Und jetzt mache ich im Prinzip das Gleiche, was ich vorher gemacht habe. Ich fange an, diese Figur zu drehen. Dann verändert sich mein Rhombus. Ich sage Ihnen zwischendurch, Sie werden manchmal so etwas ungenaue Bilder sehen, das liegt an Rechenungenauigkeiten. Das liegt nicht daran, dass das Argument falsch ist, sondern dass wir es hier mit Computern zu tun haben, die nicht so gut rechnen können. Ich habe ein bisschen runden müssen, damit das Programm läuft. Aber wenn Sie lang genug drehen und geduldig genug sind, dann sieht das doch schon eigentlich ziemlich wie ein Quadrat aus. Ne? Da haben wir ein Quadrat. Also ganz grob ist das die Idee, wie es funktioniert. Ich habe ein bisschen was übersprungen, weil es kann Ihnen eine Reihe von etwas seltsamen Dingen passieren. Zum Beispiel kann es Ihnen passieren, dass Sie mehr als 2 Schnittpunkte haben, wenn die Kurven sehr kompliziert sind. Und dass Sie zwischendurch sowas haben, wie dass Schnittpunkte verschmelzen und wieder auseinandergehen. Trotzdem funktioniert das immer. Genau zu begründen, warum das immer funktioniert und warum Sie so ein Quadrat bekommen, ist ein bisschen zu schwierig für das, was ich Ihnen hier sagen will. Aber vielleicht glauben Sie mir, dass es klappt. Ich möchte Ihnen aber trotzdem zumindest noch mal so grob andeuten, wo eigentlich die Schwierigkeit ist. Aber vielleicht zeigen wir erst noch mal, wie das hier mit Afrika funktionieren würde. Also das wäre das Bild von Afrika, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Da können Sie jetzt unsere Linien durchziehen. Da. Und Sie können sich auch gleich, vielleicht kann ich das mal direkt machen. Ich zeige den Rhombus an und drehe den mal in solche Richtung. Da hatten wir schon mehrere Schnittpunkte und da bekommen Sie zum Beispiel ein Quadrat. Dass das Ganze nicht so leicht ist, wollte ich Ihnen ja noch zeigen. Dafür mache ich mal, weil ja Weihnachten ist, sowas wie einen kleinen Tannenbaum. Na gut, schön wird er eh nicht werden. Mir geht es auch mehr darum, Ihnen etwas zu zeigen, was ein bisschen problematisch ist.
Ja, das ist, wenn man immer so auf den letzten Drücker im Weihnachtsbaum kauft, dann kriegt man nicht mehr so einen guten. Ich kenne das. Besonders auf dieser Seite ist er ein bisschen... Dafür spendieren wir jetzt hier noch eine Kerze, so. Ich zeige Ihnen das eigentlich nur deswegen, weil ich damit klar machen wollte, dass dieses Programm mich ganz schön viel Arbeit gekostet hat, weil nämlich bei dem Runterlaufen und bei dem Rüberlaufen dieser Sekanten Sie schon sehr vorsichtig sein müssen, denn Sie müssen immer den Kontakt zu beiden Seiten behalten. Die Sekante darf nicht einfach runterlaufen, denn dann ist es keine stetige Bewegung mehr, sondern die muss eventuell wieder zurücklaufen, damit sie den ganzen Weg schafft. Das heißt, was Sie jetzt wollen, ist das Folgende. Sie wollen da ganz oben loslegen mit der horizontalen Sekante und hier ganz unten enden und auf dem Weg von oben nach unten wollen Sie niemals den Kontakt zur linken und rechten Seite verlieren. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das Programm das macht und vielleicht können Sie einfach mal, wenn Sie ein bisschen üben wollen, versuchen, so ein Programm auch zu schreiben, das den richtigen Weg findet. Jetzt haben wir es gleich. Ja. Also das geht immer, aber es ist eventuell nicht so einfach, den Weg zu finden, wenn die Figur kompliziert ist. Und dann haben Sie natürlich auch entsprechend komplizierte Trails, die hier langgezogen werden. Das wird natürlich dann entsprechend sehr komisch werden, was hier passiert. Ne? Die kann ich jetzt aber mal wieder wegnehmen. Lassen wir uns vielleicht noch mal kurz ein Quadrat finden. Da wäre zum Beispiel 1. Hätten Sie jetzt nicht gedacht, ne? Aber da ist ein Quadrat auf dem Ding. Und Sie können dann auch beliebig komplizierte Figuren nehmen, so wie das hier zum Beispiel. Und da sollte es hoffentlich auch klappen, ein Quadrat draufzulegen. Da hat er zum Beispiel da eins gefunden. Die Methode ist im Prinzip immer die gleiche, aber die Figur kann sehr kompliziert werden. Zurück zur eigentlichen Fragestellung. Also es geht um geschlossene Kurven, die sich selbst nicht schneiden, kann man auf solche Kurven immer alle 4 Ecken eines Quadrats legen. Das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, ist im Prinzip ein Beweis von, ich glaube 1916 oder sowas, von einem Amerikaner namens Emch. Der hat nämlich gezeigt, dass das immer geht, wenn die Kurve stückweise analytisch ist. Wieder so ein Mathematiker-Schnack. Damit ist gemeint, die Kurve besteht aus endlich vielen Stücken, die man alle lokal durch Potenzreihen approximieren kann. Hätte ich jetzt auch gesagt an der Stelle. Das sind Kurven, die, laienhaft gesagt, schön glatt sind. Also bis auf ein paar Ecken sind die Kurven ansonsten schön glatt. Zum Beispiel diese zusammengesetzten Polygone, die ich Ihnen da gezeigt habe. Die Krönung, die Verallgemeinerung wäre aber, wenn das für alle stetigen Kurven gehen würde. Alles, was man sozusagen abstrakt gesehen mit einem Strich zeichnen kann. Das ist bis heute unbekannt. Also die eigentliche Fragestellung von Toeplitz war, wenn ich irgendeine stetige, eine sogenannte Jordan-Kurve hinmale, die nicht unbedingt sowas ist wie stückweise analytisch oder sowas, kann ich dann da auch immer ein Quadrat drauflegen. Bis heute ungelöstes Problem. Und jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, wenn Sie diesen Beweis gesehen haben, wo ist das Problem eigentlich? Wir haben doch gesehen, dass das quasi für jede Figur, die man sich so ausdenken kann, klappt. Warum ist das schwierig? Das ist schwierig, weil es sehr komische Figuren gibt. Das kennen Sie ja vielleicht, das Apfelmännchen. Es gibt halt solche Dinge wie Fraktale und manche Fraktale haben sehr komische Ränder. Nicht dieses hier, das habe ich nur genommen, weil es so hübsch aussieht. Über den Rand von dieser Figur weiß man noch sehr wenig. Aber es gibt Fraktale, bei denen man über den Rand genügend weiß, um zu wissen, dass mit denen die Emch-Methode nicht funktionieren würde. Zum Beispiel die Weierstrass-Funktion oder sowas. Also die Frage, ob man Quadrate auf irgendwelche Kurven rauflegen kann, ist bis heute auch immer noch ungeklärt. Allerdings kann man auch da wieder sagen, wenn Sie die Kurve zeichnen können mit der Hand, dann kann man auch ein Quadrat drauflegen. Aber es gibt Kurven, die man sich vorstellen kann, auf die man vielleicht kein Quadrat drauflegen kann. Und schon haben wir das letzte Kapitel erreicht. Und da soll es um ehrgeizige Nagetiere gehen.
Im Original heißt das fleißige Biber tatsächlich. Das ist von einem ungarischen Mathematiker namens Tibor Rado, 1962, das ist das jüngste von den 4 Problemen. Eigentlich kommt das aus der theoretischen Informatik. Jetzt sagen Sie, warum macht er das in der Mathe-Vorlesung? Die Antwort ist natürlich, aus Sicht eines Mathematikers ist die theoretische Informatik sowieso nur ein Teilgebiet der Mathematik, darum darf ich das hier auch machen. Rado war auch Mathematiker und Rado hat das zwar mit Bibern gemacht, ich würde das jetzt aber gern mit Eisenbahnen machen, weil ich fand das eigentlich ganz lustig, das mit Eisenbahnen zu machen und außerdem sind Eisenbahnen für die Informatik ganz wichtig. Es gab nämlich das MIT hatte einen Model Railroad Club und das gilt so als die Wiege des Hackertums, also der Begriff Hacker und was Hacker eigentlich machen und welchen Ehrenkodex die haben, das kommt alles von diesem Modell Eisenbahnclub des MIT. Darum ist es eigentlich auch passend, eine Lokomotive durch die Gegend fahren zu lassen. Mache ich jetzt mal. Und diese Lokomotive kann man programmieren. Das heißt, ich habe da unten so eine Art Steuerpult und da kann ich eingeben, was die Lokomotive machen soll. Und das Einfachste ist, dass ich, achso, sollte ich vielleicht mal vorweg sagen, das ist so gemeint, dass die Lokomotive hier auf den Schienen lang fährt und wenn sie dann hier ankommt, dann fährt sie hier weiter. Eigentlich geht die immer weiter in eine Richtung, aber das passt ja nicht auf unseren Bildschirm rauf, also machen wir das so. Jetzt kann ich also, der einfachste Steuerbefehl, den ich eingeben kann, ist sowas wie R, das heißt rechts. Und wenn ich jetzt auf Start klicke, dann zuckelt die Lokomotive immer weiter nach rechts, weil sie immer dasselbe macht. Das ist natürlich ein bisschen langweilig. Aber ich lasse sie noch mal ein bisschen weiterlaufen. Sie fällt nicht von der Welt runter, sondern fährt da um die Ecke rum. Oder ich klicke auf links, neues Programm, klicke wieder auf Start, dann dreht sie um und fährt in die Richtung. Auch kein Problem. Das ist natürlich jetzt zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig spannend, aber ich hatte ja schon gesagt, dass diese Lokomotive programmierbar ist. Sie können nämlich, darum habe ich da auch mehrere Zeilen, Sie können wie in so einem Programm hin und her springen. Also Sie können jetzt sowas hinschreiben, dass Sie zum Beispiel sagen, gehe nach links und dann springe in den Programmierschritt 2 und im Programmierschritt 2 steht, gehe nach links und dann springe in den Programmierschritt 3 und da steht, gehe nach rechts und dann wieder nach 1. Also das bedeutet, hier steht also erstmal nach links und 2 heißt, dann geh dahin. Nochmal nach links, dann nach 3, also da. Dann nach rechts gehen und dann wieder zu 1. Das heißt, sie macht jetzt immer das Ganze im Kreis. Mal gucken, ob sie das auch macht. So kommt sie nach und nach auch immer weiter nach links, aber ja. Das ist immer noch nicht so wahnsinnig interessant und Sie haben ja schon gesehen, dass hier die Begriffe White und Black auftauchen. Sie können jetzt sowas machen. Ich schreibe das erstmal hier rein und dann erkläre ich Ihnen, was damit gemeint ist. Sie können außerdem, der mittlere Buchstabe ist der, den wir schon hatten, der heißt links oder rechts. Dieser hier heißt immer, wo das Programm weitergehen soll. Hier vorne können Sie reinschreiben B oder W, das heißt Black oder White. Das bedeutet für die Lokomotive, bevor du dich nach links bewegst, mach bitte das Feld, auf dem du gerade stehst, schwarz. Und wenn ich dann W machen würde, dann würde sie das Feld weiß machen. Das heißt, die Lokomotive kann nicht nur durch die Gegend fahren, sondern sie kann diese Felder auch färben. Jetzt macht sie immer das Feld schwarz und dann fährt sie weiter. Und ansonsten macht sie das, was wir vorher auch schon gesehen hatten. Und jetzt das Letzte noch, was Sie wissen müssen, um den Lokomotivführerschein zu machen. Sie können statt die Lokomotive nach rechts und links fahren zu lassen, die Lokomotive auch anhalten lassen. H heißt einfach Halt. Also dies würde jetzt bedeuten, mach das Feld schwarz, geh nach links, mach das nächste Feld schwarz, geh nach links, mach es schwarz, halte an. Mal gucken, ob sie es auch macht. So. Ist jetzt zwar nicht so toll wie mit der anderen, die immer weitergefahren ist, aber im Prinzip interessanter werden wir feststellen, wir werden uns jetzt auf Programme für die Lokomotive konzentrieren, die immer anhalten. Also wir wollen schon, dass die irgendwann anhält. Das wollen Sie auch als Mitreisender. Wenn Sie irgendwo hinfahren, möchten Sie auch, dass die Lokomotive irgendwann anhält. Um das Ganze jetzt überhaupt erst interessant zu machen, hat dieses Ding hier 2 Spalten. Das heißt, Sie können der Lokomotive Anweisungen geben, was sie tun soll, je nachdem, ob das Feld, auf dem sie gerade steht, weiß oder schwarz ist. Das heißt, sie kann je nach Farbe unterschiedliche Dinge machen. Und da habe ich mal schon ein Programm vorbereitet, damit ich nicht so viel tippen muss.
Nehmen wir mal dieses Programm hier. Die ersten drei bedeuten, Farbe ist egal. Also das heißt, hier geht es los. Schwarz färben nach rechts, dann nach hier. Dann steht hier weiß färben nach rechts, dann nach hier. Weiß färben nach rechts, dann nach hier. Hier steht, wenn weiß, wenn in dieser Spalte, weiß färben nach links, hier bleiben. Wenn schwarz, weiß färben und anhalten. Mal gucken, was das macht. So, okay. Wahnsinnig faszinierend, was Lokomotiven so alles machen können. Jetzt nehme ich dieses Programm hier. Dieses Programm hat eine ganz wesentliche Eigenschaft, werden wir gleich noch sehen. Es besteht nur aus 2 Zeilen. Ist also ein ziemlich kurzes Programm. Und jetzt gucken wir mal, das geht ganz fix, was die Lokomotive macht mit diesen 2 Zeilen. Aha. Jetzt. Das war's. Das, was wir uns mal merken wollen, ist, dieses Programm bestand nur aus 2 Zeilen und die Lokomotive hat es geschafft, 4 Felder schwarz zu machen. Das ist der Weltrekord. Wenn Sie ein Programm mit 2 Zeilen schreiben, dann werden Sie es nicht schaffen, mehr als 4 Felder schwarz zu machen. Keine Chance. Haben Leute vor Ihnen schon ausprobiert. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt, Frau Wetz. Dann gucken wir uns auch mal an, was mit 3 Zeilen passiert. So viel Zeit muss sein. Also jetzt haben wir ein Programm, ich sage Ihnen gleich, das ist auch der Weltrekordhalter, ja? Aber unter der Bedingung, dass sie am Ende irgendwo anhält. Oder? Ja, sie muss natürlich anhalten. Ja, sonst ist ja langweilig. Okay. Nein, nein, also das Programm muss anhalten, ja? Das ist der Weltrekordhalter für 3 Zeilen. Und das war's. Also mit 3 Zeilen kriegen Sie 6 Felder voll. Sie ahnen schon, was jetzt kommt. Ich zeige Ihnen das jetzt auch nochmal für 4 Zeilen. Ich mache es mal ein bisschen schneller. Die haben sich die ganze Zeit schon gefragt, was die Checkbox angeht. Ne? Haben Sie noch was vor? Ja, tatsächlich. Schon fertig. Und ich lasse jetzt mal, das werden wir uns nicht zu Ende anschauen, aber ich lasse noch mal ein noch längeres Programm mit 5 Zeilen laufen, dachte ich jedenfalls. Achso, ja doch, da ist es. Da ist das Programm mit 5 Zeilen, Reset, Start. Und wir lassen die mal ein bisschen vor sich hinlaufen, wir gucken mal nachher, ob sie noch da ist und was sie so macht. Die maximale Anzahl von Schritten, die so eine Lokomotive mit n Programmzeilen schaffen kann, nennen die Informatiker S von n. Und die maximale Anzahl von Feldern, die sie schwarz färben kann, in der Zeit, nennen die Informatiker Sigma von n. Und was ich Ihnen eben gerade vorgeführt habe, sind die maximalen Zahlen, die man erreichen kann. Wenn Sie zum Beispiel nur 2 Programmzeilen haben, dann können Sie 6 Schritte und 4 Felder schwarz hinbekommen. Bei 3 Programmzeilen kriegen Sie 6 Felder schwarz, bei 4 kriegen Sie 13 schwarz, mehr geht nicht, no way. Bei 5 Programmzeilen gibt es ein Programm, das hier, das immer noch läuft, das insgesamt 47 Milliarden Felder schwarz färbt. Nein, umgekehrt, das 4008, ich habe die beiden Zahlen vertauscht, das 4098 Felder schwarz färbt und dafür 47 Milliarden Schritte braucht. Da steht allerdings ein großes Fragezeichen dahinter, weil bis heute niemand weiß, ob das das beste Programm ist. Die Frage ist ungelöst. Falls Sie bei mir theoretische Informatik hören, werden Ihnen diese Lokomotiven vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen. Darum kann ich da noch einen schönen Abschluss finden für diese Frage. Also das allein ist ja schon interessant genug. Ich meine, setzen Sie sich hin und versuchen Sie, ein Programm mit 5 Zeilen zu finden. Was kann daran so schwer sein, was mehr als 47 Milliarden Schritte braucht? Gehen wir noch mal kurz auf die Ramsey-Zahlen zurück. Das waren diese Färbungszahlen. Da ging es ja darum, diese Zahl Rn,n auszurechnen. Und schon bei 5 wissen wir es nicht mehr.
Man könnte natürlich die Frage stellen, die hatte ich ja eigentlich schon gestellt, kann man sowas wie eine Formel oder einen Algorithmus zur Berechnung dieser Zahl angeben? Die Antwort eines Informatikers würde sein, wieso ein Algorithmus gibt es doch schon. Man muss doch einfach alle Graphen durchprobieren. Ich habe Ihnen gezeigt, das würde ziemlich lange dauern, was war das, Septilliarden oder sowas, aber rein theoretisch aus Sicht des Informatikers würde man sagen, den Algorithmus gibt es. Kann man eine richtig schöne Formel dafür finden? Man weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Wie ist das mit dem Problem, was wir uns eben angeschaut haben, diese Zahlen Sn und Sigma n, die fleißigen Biber? Kann man eine Formel oder einen Algorithmus zur Berechnung von Sn oder Sigma n angeben? Die Antwort ist, das ist unmöglich. Es ist auch rein theoretisch unmöglich, dafür eine Formel anzugeben, weil, wie ich eben schon andeutete, diese kleinen Lokomotiven das sind, was die Informatiker Turing-Maschinen nennen. Und wenn Sie diese Zahlen mit einem Algorithmus berechnen könnten, dann könnten Sie das sogenannte Halteproblem lösen. Und das ist etwas, von dem man weiß, dass man es nicht lösen kann. Das heißt, es ist zwar möglich, dass wir irgendwann rausfinden, was zum Beispiel Sigma 5 ist, und vielleicht findet irgendjemand auch mal raus, was Sigma 6 ist, aber es wird niemals möglich sein, einen Algorithmus anzugeben, der uns Sigma n berechnet. Keine Chance, das jemals zu machen. Während bei Ramsey vielleicht noch Hoffnung besteht, müssen wir mal gucken. Ja, das war es eigentlich für heute.